Guten Morgen zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute nehme ich euch mit auf die Fototage von fotoprofi.de. Das Auto ist gepackt, die Klappe können wir zumachen und dann machen wir uns mal auf den Weg nach Ludwigsburg. Die Fototage finden nacheinander an verschiedenen Wochenenden in den verschiedenen Filialen von Fotoprofi statt. Dort werden euch kostenlose Workshops zu unterschiedlichen Themen geboten. In Ludwigsburg angekommen. Das Wetter ist noch nicht so top, aber es ist Sonnenschein vorhergesagt, deswegen schauen wir einfach mal, was uns da noch erwartet. Wir haben heute Action- und Sportfotografie mit den Workshops und die schauen wir uns natürlich auch noch genauer an. In der Filiale selbst sind dann diverse Hersteller mit ihrem Equipment vor Ort. Ihr könnt dieses dort testen und auch für die Workshops ausleihen. Natürlich könnt ihr auch direkt Equipment kaufen. Hier werden euch spannende Rabatte geboten. Die Workshops sind in Hersteller und Themen unterteilt. Hier findet jeder etwas Passendes für seine Vorlieben. In kleinen Gruppen geht es dann raus, um die Kameras und Objektive in der Praxis zu testen. Verschiedene Models bieten euch dann ein tolles Motiv. Die Workshopleiter stehen euch dabei mit Rat und Tat zur Seite. Der erste Workshop war ja soweit schon mal ein toller Erfolg, hat Spaß gemacht und wie ihr sehen könnt, das Wetter hat aufgeklärt und jetzt geht es noch zum zweiten. ...14 Tage vorher werden die Termine freigeschaltet. Diese findet ihr auf der Fotoprofi-Homepage unter Workshops in der Kategorie Fototage. So, das war es jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte euch da mal so ein paar Eindrücke rüberbringen. Wenn ihr Interesse an den Fototagen habt, dann guckt doch einfach mal auf der Homepage von Fotoprofi vorbei. Da könnt ihr euch über alles informieren. Die nächsten dürften dann wieder im Herbst irgendwann stattfinden. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.